Heute werden wir einen Mohrrübeneintopf machen. Mohrrübeneintopf ist immer eine Herausforderung. Der wird mit Schweinefleisch gemacht. Zumindest kenne ich den tatsächlich nur mit Schweinefleisch. Schweinefleisch ist immer relativ fetthaltig oder Fettgehalt ist relativ hoch. Trotzdem werden wir den heute machen. Im besten Fall so fettarm wie möglich und trotzdem lecker. Und wie wir das machen, das seht ihr jetzt. Herzlich willkommen, liebe Freunde des guten Geschmacks, zu Ratzfatz Schlemm. Lecker Leichtes aus Grill, Pfanne und Ofen. Wie eben schon erwähnt, wird der Mohrrübeneintopf mit Schweinefleisch gemacht. Und zwar mache ich den mit Rippchen. Meine Mama hat den schon immer mit Rippchen gemacht und mir schmeckt der halt so am besten. Gibt noch ganz, ganz viele andere Möglichkeiten. Ich denke, dass ich auch noch mal ein zweites Video rausbringe mit einer Alternative dazu. Was man auch machen kann statt den Rippchen ist beispielsweise ein Eisbein. Da ist auch relativ viel Fett dran, das müsste man so ein bisschen abparieren, zumindest nach dem Kochen. Aber heute machen wir das mit Rippchen und was wir dafür brauchen, das seht ihr hier. Wir brauchen etwa 1 Kilogramm Möhren, wir brauchen 5 mittelgroße Kartoffeln, möglichst mehlig kochend, weil die Brühe dann so ein bisschen sämig machen. Wir brauchen etwa 1 Kilo Rippchen. Dadurch, dass da etwa die Hälfte davon Knochen ist, bleiben 500 Gramm verzehrbarer Anteil übrig. Wir brauchen Salz und Pfeffer. Wir brauchen 1 Esslöffel Majoran. Wir brauchen 1 Teelöffel Liebstöckel. 2 bis 3 Blätter Maloer Gartenlorbeer. Und wir brauchen ein bisschen Piment. In dem Fall habe ich hier mal 4 Körner. Die genauen Mengenangaben für 2 Personen findet ihr unten in der Box. Anfangen werden wir mit dem Fleisch, weil das ist das zeitintensivste. Das muss auskochen. Dazu setze ich 1,5 Liter Wasser auf, lege das Fleisch rein und lasse es kochen für eine Stunde, 1,5 Stunden. Dann kann ich es rausnehmen, dann können wir das Fleisch vom Knochen befreien und ein bisschen kleiner schneiden. Vorher müssen wir aber noch die Silberhaut parieren oder die Silberhaut abmachen und das Fleisch so ein bisschen parieren. Und wie das geht, seht ihr jetzt. Hier möglichst viel von dem Fett wegnehmen. So ein bisschen Fett brauchen wir für den Geschmack einfach. Aber sicherlich nicht ganz so viel hier. So, die Griller von unter euch werden das kennen. Die Silberhaut nimmt man hier ab. Am besten, wenn man mit dem Stiel eines Löffels hier runter geht, unter einen Knochen und dann die Haut anhebt und dann abreißt. Sollte man den nicht zu fassen kriegen, dann am besten mit einem Küchentuch einfach abziehen. Damit die Rippchen besser in den Topf passen, werde ich mir die hier mal halbieren, einfach auseinanderschneiden. Und ansonsten, die Silberhaut ist echt wichtig abzunehmen, weil sonst der Geschmack da auch nicht austreten kann. Die ist so dicht, da passiert dann nichts mehr. Das Fleisch machen wir ins kalte Wasser und kochen das dann auf. Das ist einfach wichtig, damit auch wirklich der Geschmack aus den Knochen rauskommt. Das Wasser salze ich ein wenig und gebe den Lorbeer und die Pimentkörner auch schon dazu. In der Zwischenzeit schäle ich die Möhren und schneide die in Scheiben. Nicht zu dünn, sonst zerkochen die schnell. Und die Kartoffeln werden geschält und in Würfel geschnitten. Forever, I'm loving this moment.
Das Fleisch hat jetzt ja eine gute Stunde gekocht. 1,5 Stunden wären tatsächlich besser, aber zum Vorführen reicht das jetzt trotzdem. Und zwar, wenn man hier direkt am Knochen oder neben dem Knochen schneidet, dann sollte der Knochen so ja, rausgetrennt werden können, ohne dass das Fleisch noch kleben bleibt. Wenn das gut geht, dann ist es eigentlich schon ja, ausreichend zart und ja, kann dann geschnitten werden. Und zwar einfach hier so ein bisschen in mundgerechte Stücke halt. So, und dann. Nachdem das Fleisch jetzt klein geschnitten ist, können wir den Liebstöckel dazugeben. Und das Gemüse und dann noch ein bisschen Pfeffer. Einmal umrühren. Und sollte da die Flüssigkeit nicht ausreichen, so ein bisschen mit einem Gemüsefond aufgießen. Das werde ich jetzt auch machen. So, das sollte reichen. Oh, und jetzt nochmal so 15 Minuten kochen lassen und dann kommt der Majoran da rein. 5 Minuten vor Schluss geben wir den Majoran rein. Den möglichst nicht viel früher reingeben, weil der sonst seinen Geschmack verlieren würde. Für meine Mitstreiter bei WW, ich habe gerechnet, dass wir 500 Gramm essbaren Fleischanteil haben, der Rest war Knochen. Sind wir dann heute bei 8 Dingster, 8 blaue Dingster. Das waren jetzt also mindestens 4 Portionen und solltet ihr zu zweit sein, am nächsten Tag schmeckt der garantiert noch besser. Und schon wieder muss ich mich opfern zum Kosten. Wie bei Mama. So lecker. Ich habe noch ein bisschen nachgewürzt, ein bisschen Salz und Pfeffer nochmal rangemacht. Und 2 Spritzer, also tatsächlich nicht viel, Worcestersoße ran. Einfach, das gab nochmal so eine Fülle. Mega. Super lecker. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und noch viel wichtiger, euch hat das Rezept gefallen. Sollte das so sein, gebt mir doch einen Daumen hoch und ich freue mich über jedes neue Abo. Ansonsten hoffe ich, wir sehen uns nächste Woche. Bleibt gesund, euer Carsten. Ciao.